Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea, eure Podologin. Heute geht es um Füße eincremen. Füße eincremen ist sehr wichtig, man soll es mindestens einmal täglich machen. Ich stelle euch heute mal den Unterschied zwischen den Cremen und Lotionen vor und auch ein paar wichtige Inhaltsstoffe. Jeder kennt die fettigen Cremen, die man aufträgt und die kaum einziehen. Solche Cremen sind wirklich sehr gut für abends, wenn man die abends auf die Füße drauf macht, Baumwollsocken drüber zieht und dann schlafen geht. Natürlich mit den Socken, weil sonst versaut man sich das ganze Bett. Solche Cremen sind für Füße, die wirklich dick Hornhaut haben oder auch aufgesprungen und sehr rissig sind. Dann gibt es auch noch die Lotionen, die was eher, wenn man die aufträgt, ziehen die schnell ein, aber hinterlassen trotzdem auch noch so einen fettigen Film. Die kann man abends auch nehmen, muss man halt nur eine Zeit lang sitzen bleiben, bis die halt schön eingezogen sind. Dann gibt es noch die Schaumcremen, die sind von der Textur her sehr leicht. Die trägt man auf und die ziehen sofort ein und hinterlassen auch kaum bis gar keinen Schmierfilm. Der bekannteste Inhaltsstoff, den was zum Großteil alle Cremes haben, was in letzter Zeit immer populärer worden ist Urea. Was ist Urea jetzt eigentlich? Urea ist ein Harnstoffderivat, das heißt ein chemischer hergestellter Harnstoff. Die Wirkung von diesem Harnstoff ist keratolytisch, das heißt, der ist hornhautlösend und auch feuchtigkeitsspendend und feuchtigkeitsbindend. Wenn man jetzt eine Creme kauft, die mit 10, 20, 50% Urea ist, da sollte man ein bisschen aufpassen, weil zu viel Urea ist auch nicht gut für die Haut. Wer zum Beispiel wenig bis kaum Hornhaut hat, sollte nur 5% Urea wählen. Wer jetzt eine trockene Haut hat und eine Hornhaut hat, die schon ein bisschen fester ist, der sollte 10% wählen. Alles, was darüber ist, von der Prozentzahl her, ist für einen Normalverbraucher schon zu viel. Ausnahmen sind da Neurodermitiker und Schuppenflechte-Erkrankte, aber die müssen sowieso zum Hautarzt gehen. Dort kriegen die dann die geeigneten Prozentzahlen an Urea für die Cremes. Wer schon immer an trockener Haut leidet oder schon sehr lange trockene Haut am ganzen Körper hat, kann Urea natürlich auch am ganzen Körper benutzen, sollte man natürlich nicht in die Schleimhäute bringen, weil das brennt dann. Man sollte auch täglich pflegen, am besten morgens und abends. Wer jetzt morgens es eilig hat, kann die Schaumcreme nehmen und kann dann abends ein bisschen was Fettigeres nehmen, damit es abends dann besser einziehen kann. Und hier habe ich noch ein Video von unserem Hautpflegeexperten Dr. Eckhard Hanisch. Den habe ich auf der Messe in Kassel getroffen und er wird uns auch aus seiner Sicht jetzt erklären, wie man die Fußcreme auswählen sollte. Füße müssen eingecremt werden. Ich habe jetzt neben mir einen Experten stehen, Dr. Hanisch von der Firma Neuborg Skincare. Herr Hanisch, wie muss man denn seine Fußcreme auswählen, wenn man jetzt irgendwo einkaufen geht? Na, das hängt natürlich primär ab von der individuellen Situation. Da gibt es sehr unterschiedliche Präparate, Cremes, Lotionen und inzwischen natürlich auch Schaumcremes seit etwa 20 Jahren. Das hängt sehr stark von der individuellen Situation ab. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo einkaufen gehe und trockene Füße habe, also die Ferse ist so richtig weiß, und ist es dann besser, wenn ich eine Creme nehme, oder ist der Schaum besser? Das hängt davon ab, was der Kunde gerne haben möchte. Cremes haben den Vorteil, dass sie wirken, die haben aber auch den Nachteil, dass sie nachfetten. Wenn man das über Nacht zum Beispiel gerne mag, ist das völlig in Ordnung. Wenn man allerdings gerne möchte, dass seine Haut fettfrei ist nach dem Auftragen eines entsprechenden Pflegeproduktes, dann empfehlen sich Schaumcremes. Ist es ratsam, verschiedene Fußcremes zu verwenden, oder sollte man wirklich bei einem Produkt bleiben? Ich bin der Ansicht, dass ein Produkt völlig ausreicht. Wenn man sein, in Anführungszeichen, Lieblingsprodukt gefunden hat, dann sollte man da auch bei bleiben. Mal abgesehen davon, dass man natürlich eine bestimmte Wirkung erwartet. Und wenn die dann einsetzt, dann ist es in Ordnung und dann sollte man dabei bleiben. Wie sieht es aus damit, die Fußpeelings? Sind die jetzt wirklich notwendig, oder ist das reine Schönheit? Oder? Ja, auch das hängt davon ab, was man als Kunde erreichen möchte. Wenn man eine sehr raue, sehr schuppige Haut hat, kann das durchaus sinnvoll sein, ein Peeling zu benutzen.
Ich bin der Ansicht, dass aber normale Pflegepräparate völlig ausreichend sind. Also Schaumcreme zum Beispiel mit 10 oder 15% Urea, um die Schuppen dann auch entsprechend zu entfernen. Haben Sie zufällig eine Lösung für das Problem? Man sitzt abends, hat seine Füße schön eingecremt und ja, dann hat man die ganze Creme an den Händen und muss wieder ins Bad watscheln, sich die Hände waschen. Gibt es da vielleicht eine Lösung? Ja, Sie stehen ja nicht grundlos hier bei uns am Stand. Also da kann ich selbstverständlich Schaumcremes empfehlen, denn die ziehen extrem schnell ein und hinterlassen keine fettigen Rückstände auf der Haut. Und diese Schaumcremes sind ja auch geeignet für Stützstrumpfträger oder jemand, der was eben medizinisch auch den Bedarf hat, solche Strümpfe zu tragen. Ja, auch in dem Fall haben die große Vorteile. Dadurch, dass diese Schaumcremes extrem schnell einziehen, kann man Textilien sofort nach dem Auftragen anziehen. Auch Kompressionsstrümpfe. Es gibt sogar Kunden, die die Schaumcremes auf die Kompressionsstrümpfe auftragen. Und auch das funktioniert sehr, sehr schön. Wie schön, wieder was gelernt. Danke vielmals, Herr Hanisch. Zusammenfassend jetzt, probiert verschiedene Cremen und Schaumcremen aus und bevor ihr das Produkt wechselt, denkt bitte daran, die Verpackung leer zu machen, nicht nur wegen der Umwelt. Die Haut braucht auch ungefähr 20 Behandlungen, bis dass sie sich auf die Creme einstellt und man dann erst sagen kann, wie die wirkt. Also am besten auscremen und dann erst das nächste Produkt kaufen. Regelmäßige Fußpflege fördert natürlich auch die Gesundheit eurer Füße. Hat euch das Video gefallen? Lasst mir einen Daumen hoch hier, abonniert meinen Kanal, hier geht's weiter zum nächsten Video und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Eure Andrea, tschüss!